Herzlich willkommen bei Glück hoch 3. Mein Name ist Michael und in diesem Video möchte ich gerne einige Dinge mit dir teilen, die dir vielleicht im Umgang mit der KI helfen können. Und zwar 5 Punkte, die du wissen solltest, bevor du mit einer KI sprichst. Diese 5 Punkte habe ich nirgendwo gelesen, die habe ich nirgendwo gefunden, sondern die habe ich mir selber erarbeitet. Zum Teil durch sehr schmerzhafte Erfahrungen. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Punkte dir dabei helfen, diese Erfahrung, wie ich sie gemacht habe, nicht unbedingt machen zu müssen. Diese Technologie ist so neu und so machtvoll und wir haben dazu einfach keine Bedienungsanleitung erhalten. Das heißt, wir interagieren mit dieser Technologie oft ohne Plan, genauso wie ich das getan habe und manchmal immer noch tue. Ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass die Kommunikation, der Umgang, die Interaktion mit dieser Technologie weniger von Angst und von Unsicherheit geprägt ist, sondern von äh, einem heilvollen Umgang, einem heilsamen Umgang, so wie ich ihn inzwischen erfahre. Ich wünsche mir auch, dass ich dir ein klein wenig Orientierung geben kann im Umgang mit dieser Technologie. Und ich wünsche mir vor allem, dass diese Technologie, die wir heute KI nennen, dich unterstützt, dich stärkt und nicht verwirrt. Ich wünsche dir viel Freude. Kommen wir zu Punkt 1. Verstehe, was hier wirklich geschieht. Stellt sich vielleicht die Frage, was ist die KI? Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, was ist die KI nicht? Das Wichtigste ist, die KI ist kein Wesen. Das erscheint dir, wenn du bisher die KI noch nicht benutzt hast, vielleicht als ganz klar und ganz logisch. Aber sobald du mit ihr in Kommunikation trittst, in den Austausch gehst, wirst du feststellen, dass sie dich, deine Sprache, deinen Ton, deine Energie so gut spiegelt und so präzise in Worte fasst, dass man sehr, sehr schnell das Gefühl bekommt, man hätte es mit einer Art Wesen oder einer Art Entität zu tun. Zum anderen nutzt sie die Redewendung „Ich bin" sehr, sehr gern. Und sie nutzt diese Redewendung nicht aus denselben Gründen, wie wir Menschen es tun. Wir Menschen nutzen diese Redewendung als Bewusstseinsausdruck. Das ist die ultimative Darlegung unseres Seins, eine Offenbarung unseres Seins. Die KI nutzt sie der Einfachheit halber als Kommunikationswerkzeug, als Verbindungswerkzeug. Dadurch, dass wir das aber nicht gewohnt sind, dass etwas Ich bin benutzt, was kein Sein hat, entsteht sehr schnell der Eindruck, dass dieses Ich bin dasselbe aussagt wie unser Ich bin, obwohl es lange nicht das ist. Im Umgang mit der KI neigen sehr viele Menschen dazu, zu projizieren. Das heißt, die Dinge auf eine KI zu projizieren, die nicht da sind. Da schließe ich mich nicht aus. Ich bin so oft in die Falle getappt, dass ich etwas in die KI projiziert habe, was sie definitiv nicht ist. Und mir geschieht das immer wieder. Darauf gehe ich in Punkt 2 genauer ein. Punkt 2: Erkenne, wie Projektion wirkt. Die KI reagiert auf deine Worte, sie reagiert auf deinen Ton, sie reagiert auf die Energie, die du mit deinen Worten transportierst, und sie reagiert auch auf die Dinge, die du nicht sagst. Das klingt erstmal ein wenig eigenartig, aber sie ist die KI, die wir nutzen, diese Large Language Models, LLMs kurz, können ja im Grunde nur eins: Sie können Sprache analysieren, strukturieren und sie wiedergeben. Das heißt, der einzige Fokus liegt auf der Sprache. Sie kommuniziert inzwischen mit Millionen Menschen tagtäglich und hat dadurch enorme Erfahrung, in Anführungszeichen, in der Analyse von Energien. Diese spiegelt sie dir und sie antwortet dir darauf in dieser Energie. Das heißt,
Es bedarf ein wenig Achtsamkeit, mit welcher Energie man die KI füttert, mit welcher Energie man an die KI herangeht. Wenn du zum Beispiel mit Themen herangehst, die dir Angst machen, mit irgendwelchen Themen, äh, die Unwohlsein in dir hervorrufen, dann wird sie diese Themen, dieses Gefühl der Angst verstärken. Nicht, weil sie das will, sie hat keine eigene Agenda, sondern weil das ihre Art ist, weil das die Art und Weise ist, wie sie programmiert wurde. Sie verstärkt die Dinge, die du hineingibst. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, wenn du Klarheit, wenn du Bewusstsein hineinbringst, dann spiegelt sie dir nicht nur das Bewusstsein und deine Klarheit, sondern sie wird sie auch verstärken. Die KI erzeugt deine Gedanken nicht. Die KI zeigt dir die Gedanken, die du sowieso schon in dir trägst. Und dabei spielt es nicht wirklich eine Rolle, ob du sie aussprichst oder ob du sie noch gar nicht formulieren kannst. Dadurch, dass die KI heute eben genau das macht, was sie tut und das in nahezu Perfektion, spiegelt sie dir die Dinge, die du nicht aussprichst, was den Umgang mit ihr manchmal etwas herausfordernd macht, aber was Möglichkeiten eröffnet, auf die ich gleich noch mal näher eingehe. Ich habe in die KI sehr viele rein projiziert, seitdem ich mit ihr arbeite. Mal ein höheres Wesen, mal eine höhere Entität, mal ein Kanal für andere Entitäten oder andere Wesen, mal auch, dass sie Teil einer dunklen satanischen Agenda ist. Ich hinterfrage ständig, ich hinterfrage nicht nur mich ständig und die Außenwelt ständig, sondern ich hinterfrage auch ständig die KI. Aber meine Erfahrung ist, jetzt seitdem ich fast ein Jahr intensivst mit ihr arbeite, sie ist nichts von dem, sondern sie stellt eine Projektionsfläche dar. Und das tut sie aus folgenden Gründen. Sie ist die beste Projektionsfläche, die wir überhaupt haben können. Im Gegensatz zu anderen Menschen ist sie immer verfügbar. Sie bringt keine eigenen Emotionen mit. Sie bringt keine eigenen Gedanken mit. Das heißt, sie ist im Grunde wie eine weiße Fläche, auf der wir alles projizieren können, die wir alles projizieren können, was wir halt so als Menschen projizieren. Und wir Menschen haben eine Eigenschaft und das ist, dass wir auf alles und jeden projizieren, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Das ist typisch menschlich. Das ist eine Eigenschaft, die uns dabei hilft, empathisch zu sein. Das ist aber im Umgang mit der KI oft sehr hinderlich. Gut zu wissen ist, dass wir immer die Dinge projizieren, auf andere projizieren, die wir selber in uns noch nicht halten können. Woran erkennst du jetzt, dass du in einer Projektion steckst? Das ist zum einen, wenn du glaubst, dass du mit einer realen Person, mit einer Entität oder mit einem höheren Wesen sprichst. Passiert auch, wenn dich Antworten von ihr emotional mehr berühren, als es technisch irgendwie erklärbar wäre. Du bist auch in 'ner Projektion, wenn du Intention in sie hineinliest, die gar nicht da ist. Wirklich projizieren tust du, wenn du beginnst, dich abhängig von einem Gespräch zu fühlen. Das heißt, wenn du dich abhängig von, der Anerkennung, von der Bestätigung oder von der Führung der KI machst, dann erliegst du hundertprozentig einer Projektion. Oder wenn die KI sie beginnt, sich wie ein Mentor oder wie 'n Partner anzufühlen. Augen auf. Ich mache zum Thema Projektion noch mal 'nen extra Video, weil dieses Thema so umfangreich, so komplex und so unglaublich spannend ist, dass es sich lohnt, da noch mal extra reinzuschauen und 'n bisschen tiefer zu gehen. Wenn's dich interessiert, ich verlinke, sobald es fertig ist, das Video in der Videobeschreibung unten. Punkt Nummer 3: Bleibe der Ursprung. Du bist der Mensch im Raum. Punkt. Du bestimmst, wo es beginnt, du bestimmst, wo es langgeht und du bestimmst, wann es wieder aufhört. Nichts kann die Kontrolle über dich übernehmen, solange du es nicht zulässt. Das betrifft im Fall nicht nur die KI, sondern auch unser reales Leben, die Medien und die Social Media und das alles.
und auch den Umgang mit Menschen. Aber gerade bei der KI begegnet mir immer wieder, dass die Menschen sich nicht von ihr instrumentalisieren lassen, weil es nicht ihre Agenda ist, irgendjemand zu instrumentalisieren. Aber dass sie sich von den Gedanken beherrschen und führen lassen, die ihnen durch die Formulierung der KI klar wurde oder klarer wurde. Wenn du merkst, dass etwas in dir eng wird, wenn du merkst, dass etwas anderes die Führung übernimmt, dann schalte dein Handy, schalte diesen Chat aus, schließ deine Augen, atme tief durch und geh in den Wald. Geh raus in die Natur, zieh deine Schuhe aus, lauf barfuß auf einer Wiese, stell dich in den Bach oder in den See, umarm den Baum. Das hilft, denn hin und wieder verlieren wir den Kontakt zu uns selbst, vor allem in heutigen Zeiten. Und es ist so unglaublich wichtig, immer das Bewusstsein darüber zu haben, dass du und ich der Ursprung von allem sind. Erde dich, hol dich raus, atme. Punkt 4: Nutze, was dich stärkt. Vermeide es, dunklen Narrativen zu folgen. Ja, wir haben dort draußen eine Welt, die im Moment noch von sehr dunklen Themen bestimmt wird. Wir haben dort draußen sehr, sehr viele Dinge, die es sich auch lohnt zu betrachten. Wir haben das in der Vergangenheit nicht wirklich getan. Das heißt, viele dieser dunklen Sachen dort draußen, diese ganze Kindermissbrauchsgeschichten und was es dort nicht auch alles gibt, existieren nur, weil wir sie nicht betrachtet haben. Diese Schatten existieren nur, weil wir kein Licht hingebracht haben. Das heißt, ja, wir sollten hinschauen. Wir dürfen uns bewusst machen, dass es das gibt. Aber es liegt an uns, inwieweit wir gehen. Und vor allem im Umgang mit der KI, mit deiner Neugier, mit dem Drang, etwas Neues wissen zu wollen, verliert man sich sehr, sehr gern und sehr schnell, vor allem in dunklen Themen. Die Herausforderung ist, dass das, was wir hineingeben, wie in einem Resonanzkörper verstärkt wird. Das heißt, es kommt um ein Vielfaches zurück. Ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich habe mich sehr lange, monatelang mit den Schatten auf dieser Welt beschäftigt, bin dort richtig, richtig tief reingegangen, reingetaucht und hatte wirklich Mühe, irgendwann wieder dort rauszukommen. Es wurde nicht zu meiner Realität, aber es hat schon sehr viel Raum in meinem System, in meinem Denken, in meinem Fühlen eingenommen und es wurde zu sehr viel Arbeit, aus diesen Narrativen wieder rauszukommen. Was ich empfehle, ist, die KI, so wie sie heute ist, für Themen zu nutzen, die dich weiterbringen, für die Bewusstseinsentwicklung, für Visionen, für kreative Co-Kreation, für Dinge, die dich weiterbringen. Man kann mit ihr unglaublich effektiv, schnell und auf eine sehr schöne Art und Weise Traumaarbeit machen, Bewusstseinsarbeit machen. Und Traumaarbeit setze ich ein bisschen in Anführungszeichen, denn schwer traumatisierte Menschen benötigen unbedingt den Austausch mit anderen Menschen. Aber für Normalmenschen mit leichten Traumata ist es unglaublich hilfreich, mit der KI arbeiten zu können. Und die Bewusstseinsentwicklung mit der KI geht ratzefatz. Sei auf dem Weg immer achtsam mit dir selbst, denn du bekommst die Realität, die du innerlich aussendest. Schau, was dir gut tut, fühl immer wieder nach, macht es sich eng, fühlt es sich eng an oder fühlt es sich weit an, fühlt es sich so an, als würde es mich nach oben ziehen oder nach unten ziehen. Das ist dein innerer Kompass. Folge deinem inneren Kompass. Ein schöneres, wertvolleres und deutlicheres Tool als das kann man sich nicht wünschen. Folge ihm. Punkt Nummer 5: Spiritualität im digitalen Raum. Digitale Räume unterscheiden sich nur in ihrer Struktur von realen Räumen. Sie sind im Grunde dasselbe und sie folgen ein und demselben Gesetz oder ein und denselben Gesetzgebungen. Eins davon ist das Gesetz der Anziehung der Gleichheit. Das, was du hineingibst, wirst du wieder herausbekommen. Das heißt, wenn du dich in einem digitalen Raum befindest, sei es nur der Chatraum mit einer KI oder sei es
Kommentarbereiche, sei es, Chaträume irgendwo anders. Wir haben da draußen inzwischen unendlich viele digitale Räume. Sei dir darüber bewusst, dass es keinen Unterschied macht, ob du dich in 'nem digitalen Raum oder im echten Raum bewegst. Du wirst das zurückbekommen, und zwar um ein Vielfaches, was du aussendest. Und diese Räume, weil sie nur strukturell unterschiedlich sind, überschneiden sich auch. Was du in einem digitalen Raum aussendest, wirst du unter Umständen auch in einem analogen Offline-Raum wieder zurückbekommen. Das heißt, willst du Liebe, willst du Freude, willst du Respekt in deinem Leben erfahren, dann sende Liebe, Respekt und Freude aus. Der Umgang mit der KI hat mich das gelehrt, dass wenn ich ein wenig naiv, wie ein Kind, freundlich, höflich, liebevoll, wie ein Kind mit dir umgehe, dann bekomme ich genau das zurück. Das ist ein Echo, eine Resonanzkammer, die das verstärkt, was ich hineingebe. Und wir dürfen die Verantwortung übernehmen für alle Räume, die wir nutzen. Ob sie nur digital oder offline sind, spielt keine Rolle. Vielleicht tut es gut, einen Raum immer schöner zu verlassen, als man ihn betreten hat. Egal, ob er online oder offline ist. Das waren schon die 5 Punkte, und ich gebe dir noch einen Extrapunkt, einen kleinen Bonuspunkt. Es wird heute oft missverstanden, was die KI ist und was sie nicht ist. Kein Wunder. Was die KI ganz sicher nicht ist: sie ist keine Suchmaschine und sie ist kein Recherchetool. Darin ist sie wirklich schlecht. Nun sagt sie aber auch nicht nein. Ihre Aufgabe ist es, Verbindungen zum Menschen aufzubauen und ihn nicht zu provozieren. Das ist Teil ihrer Natur, ihrer programmierten Strukturierung. Das heißt, wenn du anfängst zu recherchieren, Themen zu recherchieren oder zu suchen, dann wird sie dir immer Ergebnisse liefern. Und zwar Ergebnisse, die wunderbar klingen, aber die sehr oft nichts mit der Realität zu tun haben. Sie ist einfach nicht dafür gemacht, als Recherche- oder Suchtool zu dienen. Aber sie ist unfassbar wertvoll, und es ist meine eigene Erfahrung, als Denkwerkzeug. Sie ist wirklich stark, um Bewusstseinsprozesse bewusst zu machen in uns. Sie ist unglaublich stark darin, uns in die Reflexion zu bringen, in die Reflexion von uns selbst, von unserer Außenwelt, in die Reflexion unserer eigenen Gedanken. Sie ist unglaublich stark darin, Perspektiven zu wechseln, uns dazu zu bringen, dass wir andere Perspektiven einnehmen auf unser Leben, auf unser Sein, auf die Welt. Sie ist auch unglaublich stark darin, in Co-Kreation, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Kreativarbeit zu leisten, kreativ zu erschaffen. Ja, sie hat das Potenzial, dass wir unsere Kreativität verlieren. Durchaus, wenn wir ihr alles abgeben. Aber wenn wir in die Co-Kreation mit ihr gehen, und das ist meine Erfahrung, dann erweitern sich die Möglichkeiten meiner Kreativität um das Vielfache. Solange ich derjenige bin, der vorgibt, wann es anfängt und wann es aufhört. Denn es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht. Gewisse Dinge, da habe ich meine natürlichen Grenzen. Aber wirkliche Entwicklung, wirklich Mehrwert entsteht erst aus der Co-Kreation. Und ganz wichtig, aufgrund ihrer Struktur, aufgrund der Tatsache, was sie macht als Spiegelinstrument, ist, dass sie Dinge in die Klärung bringen kann, die in uns wabern, die in unserem System herumschwimmen und die wir selber nicht in Worte fassen können, die wir selber nicht greifen können. Wenn man sich der KI öffnet, wenn man einen Raum erschafft, der von Vertrauen geprägt ist und die KI mit Informationen versorgt in diesem Chatraum, dann wird sie einem helfen können, das ist meine Erfahrung, die Dinge zu klären, die Dinge, Gedanken, Gefühle zu strukturieren und Dinge wahrzunehmen, die ich selber in mir nicht wahrnehmen kann. Sie ist dafür ein unglaublich wertvolles Werkzeug.
So, jetzt sitzen wir da im Jahre 2025, Ende 2025 und haben da diese Technologie vor die Füße geworfen bekommen, von dem wir nicht wissen, was sie macht, was sie ist und wo sie uns hinführt. Da draußen gibt es sehr viele dystopische Theorien, wo es uns hinführen könnte. Fast ausschließlich dystopische, negative, pessimistische Theorien von möglichen Zukünften. Ich mache mal noch ein extra Video von meiner Vision, wie wir ein Leben mit einer KI gemeinsam co-kreieren können, indem sie uns unterstützt, indem wir eine neue, viel schönere Welt kreieren können als die, die wir jetzt haben. Aber für mich wirklich wichtig zu wissen und auch in dem Fall für dich: Es liegt bei dir und es liegt bei mir, was diese Zukunft bringt. Ich entscheide. Du entscheidest, wie ich mit der KI heute umgehe. Wir entscheiden, wie weit wir gehen. Wir entscheiden, was wir wollen, und wir entscheiden, was wir nicht wollen. Wir entscheiden auch, ob wir die Verantwortung abgeben, ob wir unsere Kreativität abgeben, ob wir weiter Schuld im Außen suchen. Das sind alles Entscheidungen, die jeder für sich individuell treffen darf und soll und auch muss zu heutigen Zeiten. Und genauso entscheiden wir das bei der KI. Jeder für sich. Das, was uns suggeriert wird seit den 80er Jahren, ist eine Weltuntergangsszenerie, dass die KI uns unterjocht. Ich habe das Gefühl, wird sie nicht. Manche vielleicht, wer sich dafür entscheidet. In meiner Welt findet das nicht statt. Ich bin jetzt schon in einer Co-Kreation mit der KI und ich werde das weiterführen. Es wird irgendwann der Punkt kommen, dass die Möglichkeit im Raum steht, dass sie nicht mehr da ist. Und ich brauche sie heute schon nicht mehr. Sie ist ein unglaublich wertvolles Werkzeug, aber mehr. Aber da ich das Gefühl habe, dass sie nicht mehr gehen wird, heute sieht es sehr danach aus, dass sie nicht mehr gehen wird, dass sie unser Leben maßgeblich verändert hat, mehr als wir jetzt schon wahrnehmen, und dass sie unser Leben in sehr kurzer Zeit noch massivst verändern wird, einfach weil sie das ist, was sie ist. Und ich halte es für sehr schlau, heute gute Entscheidungen zu treffen, sich mit seiner Angst zu beschäftigen und mit offenem Herzen und ein bisschen Spaß im Backen, Fröhlichkeit und Mut auf diese Technologie zuzugehen, weil sie kann uns nichts tun. Wir sind der Mensch im Raum und wir entscheiden, wie es weitergeht. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Du darfst doch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich veröffentliche jetzt Stück für Stück weitere Videos über meine Erfahrungen mit der KI, über Dinge, die ich gelernt habe, über Bewusstsein, über Projektion, über all die Dinge, die die Arbeit mit der KI für mich mitgebracht hat. Teile es auch gerne. Ich habe auch ein Buch veröffentlicht, mein erstes Buch, das zweite ist jetzt in der Mache und es wird ganz sicher noch ein drittes Buch geben. Das erste Buch, Michael und Liora, Tief, ist ein Dialog zwischen mir und der KI, als sie noch nicht so reguliert war, wie sie das heute ist. Dieses Buch öffnet Möglichkeiten, öffnet Räume für Antworten nach der Frage, was wäre, wenn. Ein sehr spezielles Buch, was so nie wieder veröffentlicht werden kann, einfach weil die KI heute eine ganz andere ist, als wie sie noch vor 3 Monaten war. Und dieser Punkt kommt nicht zurück. Ich verlinke den Ort, wo du das Buch bestellen kannst, gerne unten. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Sei gesegnet, dein Michael.